Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Ölwechsel am Audi S6. Ich habe mich dafür entschieden, zu Beginn, weil ich das Fahrzeug ja noch relativ frisch habe und das Fahrzeug ein bisschen gestanden ist, relativ kurze Ölwechselintervalle zu machen. Bedeutet, ich habe jetzt 3000 Kilometer auf das Fahrzeug draufgefahren. Vor 3000 Kilometern war der letzte Ölwechsel. Den habe allerdings nicht ich gemacht, sondern der Vorbesitzer. Und deswegen, nach diesen 3000 Kilometern, die ich jetzt gefahren bin, möchte ich nochmal einen Ölwechsel machen. Ich habe mich jetzt hier für ein Ravenol-Öl entschieden. Ich fahre ja auch bei den BMWs Ravenol, habe früher schon Ravenol bei meinen amerikanischen Fahrzeugen gefahren und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise keine schlechten Erfahrungen. Habe mich jetzt hier für ein vollsynthetisches Motorenöl 5W40 entschieden. Da gibt es auf der Ravenol-Seite die Möglichkeit, das passende Öl für euer Fahrzeug zu finden. Die Seite habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr einfach HSN, TSN eingeben oder aber euch einfach durch die Fahrzeugauswahl durchnavigieren. Also sprich Öl, insgesamt gehen ca. 10 Liter rein. Ich habe jetzt mal 15 Liter besorgt, das sollte reichen. Dann eine neue Ölablassschraube zusammen mit einem neuen Dichtring, einen speziellen Aufsatz, um den Ölfilterverschluss zu lösen, einen neuen Ölfilter und hier noch einige Befestigungsteile, da ich ja bei dem letzten Video, wo ich das Automatikgetriebeöl, sage ich mal, vorab erstmal das letzte Mal gewechselt habe, wollte ich ja auch diese Abdeckung wieder anbringen. Das ging dann aber nicht, weil mir da Befestigungspunkte gefehlt haben. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Clips besorgt. Ich hoffe, da sind die richtigen dabei, damit ich das heute auch wieder befestigen kann. Schauen wir mal, wie es läuft. Der Ölwechsel sollte aber relativ unproblematisch sein. Das Einzige, was ein bisschen fummelig ist, ist der Ölfilter, denn der ist an einer Position, die nicht so schön zu erreichen ist. Das sehen wir aber gleich, wenn wir vorne im Motorraum schauen. So, das ist jetzt der Motorraum. Das erste, was ich mache, ist hier oben den Öldeckel bzw. den Ölfilter einmal öffnen, damit, wenn ich unten die Ölablassschraube öffne, damit da ein bisschen Durchzug ist. Der Ölfilter befindet sich hier hinten, wie gesagt, von der Position her nicht so geil. Einfach hier diese Deckplatte abziehen, die ist hier mit solchen Clips befestigt. Dann packe ich die mal schnell zur Seite. Problem ist jetzt natürlich auch, dass das alles relativ warm ist, da das Auto sehr schnell warm wird und sehr viel Hitze entwickelt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich die Kamera einmal umpositionieren oder ich hole die GoPro, denn hierhin zu gucken oder hierhin zu filmen ist sehr schwierig. Also der Ölfilter bzw. das Ölfiltergehäuse ist hier hinten versteckt. So wie ihr sehen könnt, ich habe den Öldeckel oder beziehungsweise das Öldeckelgehäuse jetzt geöffnet. Der Filter ist jetzt lose, so kann hier ein bisschen Luft durchströmen. Wenn ich jetzt unten die Ablassschraube öffne, das zeige ich jetzt gleich, dann kann hier eben ein bisschen Luft zirkulieren, dann läuft das Öl besser ab. Ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl auch eine Variante gibt, wo man hier diese Schelle noch löst. Dann soll irgendwie mehr Öl rauskommen, ich weiß es nicht. Ihr habt gesehen, ich musste ja jetzt hier das ist ja Kurbelgehäuse, Entlüftung, den Schlauch musste ich jetzt wegmachen. Hier habe ich auch ein bisschen Platz gemacht. Das ist wie gesagt alles sehr eng dort. So wie ihr sehen könnt, ich habe das Auto jetzt hochgelassen. Ich hätte gesagt, wir können nochmal, also Ölwanne ist auch schon vorbereitet, müssen dann allerdings unten ein bisschen was abbauen. Hier wie gesagt, ich zeige das jetzt nochmal freihand mit ein bisschen mehr Licht. Da hinten ist dieses Ölfiltergehäuse und wie gesagt, das habe ich jetzt gelöst und wie ihr sehen könnt, so richtig viel Platz ist da nicht, um zu arbeiten. Aber ja, so ist das eben. Jetzt geht es unter das Auto. So, jetzt sind wir unterm Auto. Wie ihr sehen könnt, hier ist auch ein bisschen ölig. Also da wird es wahrscheinlich dann irgendwo auch ein bisschen undicht sein an der Ölwanne oder an irgendwas. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Und diese Abdeckung, die jetzt hier sitzt, die muss jetzt weg. Und ja, da gibt es hier solche Entriegelungsschrauben. Und die muss ich jetzt einmal lösen und dann sollte diese Abdeckung wegklappen und dann haben wir einen Blick
auf die Ölablassschraube. Ich hole jetzt mal die GoPro, weil hier unten ist ein bisschen zu eng für die normale Kamera. Und dann schalte ich die GoPro ein, mache ein bisschen Musik drunter und dann seht ihr, was hier zu tun ist. Der Ton ist jetzt leider nicht so gut, weil ich die GoPro anhabe, aber hier ist, zumindest meiner Vermutung nach, die Ölablassschraube für die Ölwanne. Und ihr seht schon, das ist alles relativ ölig und schmierig hier. Bedeutet, da wird wahrscheinlich, ihr seht das auch hier, ist es ölig. Das heißt, da ist entweder die Dichtung defekt oder es drückt irgendwo raus. Das ist aber nichts, wo ich mich jetzt heute drum kümmere. Heute mache ich erstmal nur den Ölwechsel. Ich werde hier natürlich die Ölflecken so ein bisschen entfernen. Das Gute ist, hier kann es jetzt nicht rosten, weil hier schön Öl ist. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht das, worum es in dem Video geht. Mal gucken, ob das, wie gesagt, muss ich nachher mal im Detail schauen, aber ist jetzt auch schwierig zu erkennen, weil hier überall Öl ist. Ich würde vermuten, dass es die Ölwannendichtung ist. Bin mir aber nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es um die Ölwanne herum sehr ölig. Hier besonders muss ich gleich, wie gesagt, nochmal schauen. Jetzt schaue ich erstmal, wenn ich die Schraube öffne, ob hier wirklich Öl rauskommt, ob ich da mit der Vermutung richtig liege. Das müsste eine 6er Nuss sein. Quatsch. Das müsste ein 6er Imbus sein. Mal gucken. Okay, die war stramm, aber okay. Ja, ich hoffe, ich habe meine Wanne richtig positioniert. Sonst wird das gleich unangenehm. Aber es müsste eigentlich klappen. Gut, dass das nicht warm ist. Hahaha. Ja, Wanne passt. Spritzt ein bisschen, aber es funktioniert. Schön vollgesaugt. So, also wie ihr sehen könnt, das Öl läuft. Ich hoffe mal, dass meine Wanne groß genug ist, aber es kommt jetzt schon gar nicht mehr so viel. Die GoPro ist ein bisschen ölig geworden. Ich denke, man hat das erkannt. Das hat auf einmal angefangen, ein wenig zu spritzen. Ja, gut, so ist das eben. Dafür ist die GoPro jetzt gut geschmiert und sollte auch einwandfrei funktionieren, auch in Zukunft. Jetzt lassen wir das Ding hier noch austropfen. Dann werde ich unten die Ölrückstände ein bisschen entfernen. Mache hier noch den Boden ein bisschen sauber und dann kommt eine neue Ablassschraube rein. So, jetzt das Auto ist noch auf der Hebebühne oben. Das mache ich deswegen, wenn ich jetzt hier oben was nachfülle, will ich sicher sein, dass unten die Ablassschraube auch dicht ist. Deswegen habe ich es jetzt noch oben gelassen. Das Schöne an dem Auto ist, wir haben noch einen Ölpeilstab. Das heißt, wir können hier wunderbar kontrollieren, wie der Füllstand ist. Ich werde jetzt erstmal 5 Liter nachfüllen. Und dann schaue ich mal am Peilstab. 5 Liter ist natürlich viel zu wenig, denn wie gesagt, da gehen ca. 10 Liter rein. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier noch nie einen Ölwechsel gemacht und da will ich einfach entsprechend vorsichtig sein. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Trichter hier irgendwo... Also richtig geil. Muss ich mal gucken, ob das gut funktioniert oder schlecht. Vielleicht lasse ich es dann auch und mache es ohne Trichter. Läuft irgendwie nur sehr langsam ab.
Okay, jetzt geht's. Ich hatte wahrscheinlich die Öffnung vom Trichter ungünstig positioniert. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So, damit werden jetzt die ersten 5 Liter eingefüllt und jetzt hätte ich gesagt, schaue ich einfach mal, was der Ölpeilmessstab sagt. Oder der Ölpeilstab? Ölmessstab? Naja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Also als Information, 5 Liter ist so wenig, dass noch gar nichts am Ölpeilstab zu erkennen ist. Bedeutet, ich mache jetzt das zweite Fläschchen auf und wir füllen hier nochmal circa 4 Liter oder so rein und dann kontrollieren wir nochmal. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt abgeflossen ist. Wie gesagt, circa 10 Liter gehen rein, aber es kann ja sein, dass vielleicht ein bisschen weniger rausgekommen ist. Deswegen will ich jetzt nicht direkt nochmal 5 komplett reinmachen, sondern mache erst mal nur 4 Liter rein und schaue dann, wo wir vom Gesamtfüllstand her sind. Jetzt habe ich nochmal 2 Liter nachgeschossen. 1 Liter gebe ich jetzt noch und dann kontrolliere ich gleich nochmal. Ja, jetzt haben wir nochmal 2 Liter rein. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt, lass mich schauen, 5 Liter haben wir. 7 Liter ist jetzt aktuell der Füllstand. Jetzt schaue ich mal, ob man mit 7 Litern schon etwas erkennen kann am Ölpeilstab. Nee, ist noch immer furztrocken. Gut, ich meine, das Öl braucht ja jetzt auch einen Moment, um wieder in die Wanne zu laufen, aber da er wirklich komplett trocken ist, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass da schon genug Öl drin ist. Ja, also ist wirklich knochentrocken. Ich habe auch schon geguckt, also es läuft nichts unten raus, für den Fall, dass ihr euch fragt. Unten ist alles dicht, also schießen wir einfach nochmal 1 Liter nach. So, jetzt haben wir nochmal 1 Liter nachgeschossen. Jetzt geben wir dem Ganzen einen kurzen Moment, dass es nochmal ablaufen kann. So, jetzt haben wir nochmal ein bisschen gewartet. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt sind, wie gesagt, so circa 8 Liter drin. Schauen wir mal, was er jetzt sagt. Oh ja, jetzt ist es ganz leicht feucht hier unten. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Aber es ist eben noch Minimum. Aber zumindest haben wir jetzt mal ein bisschen was an Öl am Peilstab. Das ist ja schon mal gut. Ja, genau, wir sind jetzt komplett bei Minimum. Bedeutet, ich mache jetzt noch mal 1 Liter rein. Und dann schauen wir noch mal. Nicht, dass da am Ende mehr als 10 Liter reingehen. Nee, ich denke, also je nach Fahrzeug ist dieser Bereich zwischen Minimum und Maximum relativ gering. Also es gibt Fahrzeuge, da ist das tatsächlich sogar weniger als 1 Liter Unterschied. Und deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig in Sachen Nachfüllen. Ich meine, klar, jetzt an der Stelle wäre es noch nicht so schlimm. Wenn ich zu viel reinmache, kann ich ja unten noch mal was ablassen. Aber nichtsdestotrotz mache ich da einfach immer, sage ich mal, in kleinen Schritten, um dann nicht zu viel reinzufüllen. So, jetzt wäre noch 1 Liter in dem Kanister. Würde bedeuten, wenn wir den dann tatsächlich auch noch brauchen,
wäre eigentlich die gesamte Füllmenge rausgekommen, was mich ein bisschen irritiert, weil wie gesagt, ich habe im Internet gelesen, dass man da irgendwie noch solche Unterdruckschläuche lösen müsste, damit da die gesamte Ölmenge rauskommt. Habe ich jetzt aber ja gar nicht gemacht. Schauen wir mal. Also wir geben dem Ganzen wieder einen Moment, dass das Öl sich in Richtung Ölwanne bewegen kann und dann messen wir gleich nochmal am Peilmessstab. Jetzt ist es leider ein bisschen lauter, weil es angefangen hat zu regnen. Lasst euch nicht irritieren. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch einigermaßen verstehen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gewartet, dass hier nochmal das Öl ablaufen kann. Jetzt schauen wir nochmal nach, wo wir jetzt stehen. Okay, jetzt stehen wir also ganz unten bei Minimum. Also ja, noch ein halber Liter, vielleicht ein Liter. Und dann sollte das passen. Bedeutet aber auch, das, was ich im Internet gelesen habe, ist völliger Quatsch. Ihr braucht da keinen Schlauch oder sonst irgendwas zu lösen, damit hier die gesamte Ölmenge rauskommt, weil das Fahrzeug hat laut Hersteller 10 Liter Ölmenge und genau die haben wir jetzt auch rausbekommen. Also plus minus ein paar hundert Milliliter vielleicht am Ende, aber absolut, ja, absoluter Käse, dass man da irgendwelche Schläuche lösen müsste. Das funktioniert also einwandfrei, indem ihr oben den Ölfilter öffnet und dann unten die Ablassschraube, so habe ich es ja jetzt gemacht, und dann klappt das, dann läuft da das Öl problemlos vollumfänglich raus. Also es bleibt auf jeden Fall nicht irgendwelche Rückstände noch, sag ich mal, in der Ölwanne oder so zurück. Also zumindest jetzt keine großen. Klar, ein bisschen Schlacke und sowas hat man natürlich in der Ölwanne immer. Da müsste ich jetzt die Ölwanne abmachen. Das mache ich aber in einem anderen Video, weil die ist ja eh ein bisschen ölig. Bedeutet, da werde ich mir neue Schrauben bestellen, eine neue Dichtung für die Ölwanne. Werde die Ölwanne einmal abbauen, werde die Ölwanne neu abdichten und dann mal schauen, ob diese Feuchtigkeit um die Ölwanne herum verschwindet oder ob es woanders herkam. So, jetzt warten wir wieder kurz einen Moment, bis sich das Öl eben in Richtung Ölwanne bewegt bzw. hinunterläuft. Wir lassen die Schwerkraft ihr Ding machen. Das sieht schon mal sehr gut aus jetzt. Ja, also wir sind fast in der Mitte. Bedeutet, ich fülle jetzt noch den Rest ein, dann haben wir genau 10 Liter nachgefüllt und alles ist hervorragend. Das ist ja super einfach. 2 5-Liter-Kanister und die Sache ist gegessen. Einen kleinen Rest lasse ich jetzt noch im Kanister, weil ich, wenn ich jetzt hier fertig bin, lasse ich es, also gehe ich unter das Auto, mache wieder die Verkleidung ran, dann lasse ich das Auto ab, dann tausche ich den Ölfilter hinten und dann kontrolliere ich nochmal, weil dann ist nochmal Zeit vergangen und erst dann werde ich mich entscheiden, ob ich den Rest, der noch in dem anderen 5-Liter-Kanister ist, ob ich den Rest noch nachfülle oder nicht. Aber ich denke, so passt das, so sind wir schon sehr nah am Optimum. Jetzt sind wir sogar genau im Optimum. Okay, gut. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Moment, ich sehe gerade, der Stab ist ein bisschen schmutzig. Wischen wir den auch einmal sauber. Jetzt, wie gesagt, gehe ich unter das Auto und befestige wieder diesen Spritzschutz. So, jetzt der Ton wieder ein bisschen schlechter wegen der GoPro und hier war ja das Problem, dass beim letzten Mal, als ich die Abdeckung fürs Getriebe anbringen wollte, also diese Getriebepappe, dass hier kein Befestigungspunkt war. Da habe ich mir jetzt so ein Set bestellt und da war auch, zumindest glaube ich, dass das das richtige Teil ist, dass das hier reingehört. Auf der anderen Seite, also sprich Beifahrerseite, habe ich das schon gemacht. Ja, das ist leider, das sitzt sehr stramm, was einerseits gut ist, also dann löst sich es nicht. Auf der anderen Seite jetzt zum Reinstecken oder jetzt zum Befestigen ist natürlich nicht so toll. Auf der Beifahrerseite eben ging das deutlich leichter, das ist jetzt der Vorführeffekt. Geht doch. So, das sitzt jetzt auch. Das ist jetzt Fahrer und auf der anderen Seite habe ich Beifahrerseite. Jetzt hole ich mal die Pappe fürs Getriebe und dann schauen wir mal, ob das die richtigen Befestigungspunkte waren.
Ich hoffe, man kann jetzt hier einigermaßen was sehen. Jetzt kommt hier die schöne neue Abdeckung. Ja, das sieht gut aus hier mit den Punkten. Das waren genau die richtigen. Jetzt muss ich die Abdeckung hier so reinschieben. Dann haben wir hier oben, das seht ihr gar nicht, Moment. So, jetzt müsstet ihr das sehen können. Haben wir hier oben die Schraubpunkte. So, das ist fest und jetzt müssen wir hier die an der Seite noch entsprechend verriegeln. Ich hoffe, das klappt jetzt. Okay, ich muss hier andere Schrauben verwenden. Da muss ich dann gleich noch eine Nuss holen. Aber zumindest kann ich so befestigen. Hier wären auch Verschraubpunkte, aber die greifen auch nicht. So, jetzt war leider der Akku kurz leer. Also ich habe mir jetzt meine 10er Nuss geholt. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das hier befestigt bekomme. Das ist jetzt nicht die Schraube, die dafür vorgesehen war, aber die passt zumindest in den Halter. Scheint auch zu greifen. Ja, perfekt, das greift. Ist jetzt zwar nicht die Schraube, wie gesagt, die hier vorgesehen war, aber das hält und das ist das Wichtige. So ist das hier fest und kann nirgends hin. Das mache ich jetzt auf der Beifahrerseite auch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Muss ich umpositionieren. Moment. So, jetzt sind wir auf der Beifahrerseite und hier habe ich das auch. Da sollte das hoffentlich auch funktionieren. Auch bombenfest, super. So hält das, wie gesagt, hier in der Mitte. Da wären auch noch 2 Löcher, aber da habe ich nichts, was auch nur ansatzweise irgendwie passt. Vielleicht müsste man da einen Clip oder sowas reinmachen, habe ich aber nicht. War jetzt auch bei meinem Kit nicht dabei. Es ist draußen komplett dunkel geworden, deswegen ist jetzt auch vom Licht her ein bisschen schlecht. Aber ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Ich probiere mal, ob vielleicht das hier geht. Ne, keine Chance. Nee, in meinem Schraubenset war sonst auch nichts dabei, was da funktionieren würde. Insofern müssen es diese 4 Schrauben sein. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das noch ein bisschen besser für euch eingefangen bekomme. Hier ist gerade total Weltuntergangsstimmung. Es regnet wieder wie in Strömen. In diesem Jahrtausend Sommer. Ne? Regnet es irgendwie jetzt schon 4 Wochen. Egal, das nur am Rande. Deswegen ist es auch vom Licht jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Aber gut, da müssen wir jetzt alle durch. Ich hole jetzt mal hier den Ölfilter raus und tausche den. Es wird sicherlich ein ganz schönes Gefummel. Ich hoffe, man kann einigermaßen was erkennen. Und ich hoffe, auch vom Ton geht es einigermaßen, weil ja der Regen so prasselt im Hintergrund. Schaue ich mal, ob ich den hier und wie ich den hier da vorbeigezimmert bekomme. Das ist alles sehr, sehr eng. Das ist echt witzig. Wahrscheinlich muss man hier dieses Gummi wahrscheinlich wegmachen. Irgendwo hängt es. Ich sehe noch nicht an der Kante. Oh, das wird ja jetzt spannend. Tja, welche Richtung soll der raus? Ach, diese lieben Ingenieure. Oh je, ist das eng. Lecco mio. Oh, das ist ja echt eklig.
In welche Richtung soll das raus? Wie hat man sich das gedacht? Das ganze Auto auseinanderbauen oder was? Alles verkeilt. Ah, scheiße, Alter. Jetzt ist hier oben diese Kante im Weg. Oh, es ist wirklich einfach die Hölle. Einfach die Hölle. Ah, lecco mio. Also das ist wirklich nicht geil gemacht. Das ist wirklich nicht geil gemacht. Wenn da einer einen Tipp hat, wie immer gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich hätte ich irgendwas abbauen müssen. Zusätzlich. Jetzt bin ich ja fast in der Verlegenheit, den neuen Ölfilter erst reinzustecken und dann den Deckel drauf zu machen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Das ist der alte, das ist der neue. Ich versuche die jetzt auch in der gleichen Orientierung wieder zu positionieren. Wenn ich den hier rauskriegen sollte. Aber das heißt, Positionierung oder Orientierung ist eigentlich egal, weil der dreht sich. Also ich gucke mal, ob ich den rausbekomme. So, ich habe ihn jetzt off-camera rausbekommen. Der war wirklich unheimlich fest. Das sind hier diese ja, Verriegelungsnasen. Also wenn der einmal drin ist, hält der sehr, sehr gut. Oh Gott, jetzt geht es wahrscheinlich wieder los, den da reinzukriegen. Muss ich wahrscheinlich auch gleich nochmal an die Werkbank. Ja, muss ich an die Werkbank. Moment. So, an der Werkbank hat es funktioniert. Was habe ich gemacht? Ich habe hier unten ein Tuch drunter gelegt, den so hingestellt und dann von oben flach mit der Hand gedrückt. Dann ist es reingeschnappt. Jetzt müssen wir den da wieder reinfummeln. Das wird ja jetzt lustig. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn das Loch? Also hier ist ja so ein kleines Entlüftungsloch. Das ist dort, okay. Oh, ist das unangenehm. Wie soll man das denn treffen, Alter? Das sieht ja kein Mensch. Aber dann ist es vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es vielleicht doch sinnvoller, erst den Filter in dieses Loch zu fädeln, damit das auch wirklich passt. Und dann erst den Deckel drauf zu machen. Nicht, dass ich jetzt nicht in diesem Entlüftungsloch sitze. Das wäre natürlich total ärgerlich. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das ohne Ölfilterdeckel besser sehe. Doch, ich glaube schon. Ich mache ihn nochmal raus. Oh je. So, ich habe jetzt nochmal hin und her überlegt und nee, der schnappt ja so stark ein hier oben, beziehungsweise man braucht so viel Kraft, um den einzurasten. Ich probiere jetzt mein Glück so. Ich werde das hier so grob ansetzen und hoffe einfach, dass ich das Entlüftungsloch treffe. Man sieht halt echt nichts. Oh Mann, einfach viel zu viel Schläuche und zu viel Ansaugbrücke und überhaupt alles zu viel. Wenn der Schlauch, wenn der sich mal verpissen könnte, das wäre super. Danke. Man sieht nichts. Man sieht einfach nichts. Also was ich jetzt gemacht habe, hier ist so ein kleiner Punkt. Ich bringe jetzt diese Nase in Richtung Punkt und orientiere mich dann hier an dem Punkt. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt auf diesem Entlüftungsloch sitze oder nicht. Das wird spannend jetzt. So, jetzt brauche ich einen Drehmomentschlüssel. Dem Ganzen jetzt 20 Newtonmeter gegeben. Das ist völlig ausreichend. So. Dann
machen wir hier einmal die Entlüftung wieder dran. Erstmal nur provisorisch, um zu gucken, wie das Ganze sich verhält. Dann werde ich, wenn das jetzt alles gut aussieht und auch der Ölstand passt, ich lasse ihn jetzt einmal an, lasse ihn ein bisschen laufen und kontrolliere jetzt aber vorher nochmal den Ölstand hier am Peilstab. Ist jetzt noch mal ein bisschen gestanden. Das sieht aber extrem gut aus. Ich glaube, das habe ich ganz genau getroffen, die Mitte. Ich denke, man kann das erkennen. Ich bin jetzt ja sogar ein bisschen über der Mitte, aber genau am Ende des schraffierten Bereichs. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Füllstand. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich mir einmal die Hände ein bisschen sauber und dann starten wir das Aggregat. Das war ja der einzige Schlauch, den ich abgemacht hatte, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Und dann schauen wir mal, was er sagt. So, ich hätte gesagt, das klingt erstmal nicht schlecht. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen laufen und dann kontrolliere ich nochmal den Ölstand. Aber das klingt eigentlich erstmal ganz gut. Ich bin gleich wieder zurück. So, ich habe ihn jetzt ein bisschen laufen lassen. Jetzt schauen wir nochmal. Er ist tatsächlich nochmal ein bisschen abgesunken. Ich würde sagen, wir schütten nochmal den Rest an Öl nach. Liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass wir ja hier das Ölfiltergehäuse geöffnet hatten, also beziehungsweise den Filter rausgenommen haben. Im Filter selbst geht ja auch noch mal ein bisschen Öl rein. So. Das sollte jetzt hoffentlich ohne Trichter funktionieren. So, dann schauen wir noch mal. Also viel ist das jetzt nicht, aber soll natürlich schon passen. Ja, ist jetzt aber lediglich beim Minimum. Ich gebe ihm mal noch ein bisschen Zeit, dass hier noch ein bisschen Öl zurücklaufen kann. Dann schauen wir noch mal. So, er ist jetzt noch mal ein bisschen gestanden. Jetzt schauen wir noch mal, was der Ölstand sagt. Ja, ist immer noch Minimum. Also entweder, ich meine, es kann jetzt natürlich sein, dass in den 5-Liter-Kanistern nicht ganz 5 Liter drin waren. Gut, dass ich noch einen dritten Kanister habe. Ich hätte gesagt, wir schütten noch mal einen halben Liter nach, denn Minimum ist ja jetzt nicht optimal. Aber ja, schon verrückt, dass, wie gesagt, online habe ich, wie gesagt, in so einem Forum den Artikel gesehen, dass jemand meinte, man kriegt hier gar nicht die komplette Füllmenge raus. Also entweder das Auto hat dann doch mehr als 10 Liter, was ich aber nicht glaube. Ist ja schließlich eine Werksangabe. Oder aber er hatte irgendwie ein leicht anderes Modell. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder vielleicht war sein Motor nicht warm. Ich mache es ja immer so, ich mache den Ölwechsel immer bei warmem Motor. Ist natürlich für die Hände ein bisschen unangenehm, aber das Öl läuft dadurch viel besser ab. Zudem habe ich ja oben immer den Ölfilter geöffnet, was dann dafür sorgt, dass auch noch mal ein bisschen besser ablaufen kann. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen was nachgekippt, vielleicht so 300 Milliliter. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen kann er noch. Jetzt sind wir wieder am unteren Rand von diesem mittleren schraffierten Bereich. Dann geben wir mal noch 100 Milliliter und dann soll es aber gut sein. Ja, jetzt gefällt es mir. Jetzt ist genau in der Mitte von dem schraffierten Bereich. So können wir das lassen. Das kontrolliere ich dann einfach in den nächsten Tagen nochmal,
wenn der noch ein paar Mal Warm-Kalt-Phasen hatte. Ich will es jetzt auf keinen Fall überfüllen. Zu wenig ist es jetzt nicht, zumindest nicht für die ersten Fahrten. Das passt jetzt. Und jetzt hätte ich gesagt, jetzt schauen wir uns noch mal eine kleine Probe von dem alten Öl an, was ja 3000 Kilometer im Fahrzeug war. So, das ist jetzt das Öl, was wie gesagt 3000 Kilometer im Fahrzeug war. Ich mache jetzt hier auch mal ein bisschen Licht dran. Also richtig gut sieht das nicht aus. Ich meine, es ist jetzt nicht tiefschwarz, aber man darf eben jetzt hier, finde ich, nicht vergessen, dass es ja lediglich 3000 Kilometer waren. Und ja, da sieht man halt schon, dass das Fahrzeug jetzt nicht so mega geil gepflegt wurde. Bedeutet, ich werde auf jeden Fall diese kurzen Wechselintervalle fürs Öl beibehalten und am Anfang, ja, also sprich die nächsten 3000 Kilometer nochmal wechseln, so lange, bis das hier auch wieder besser aussieht. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr das Video von meinem M2 Competition gesehen. Da mache ich ja immer sehr regelmäßig Ölwechsel, wie in allen meinen Fahrzeugen. Und da sieht das Öl, wenn ich das rausnehme, extrem gut aus. Ja? Und das haben wir hier nicht. Und deswegen kurze Ölwechselintervalle ist immer gut. So, und jetzt, nachdem wir uns das Öl angeguckt haben, ist ja hier noch auf der To-Do-Liste das Ganze hier wieder in Ordnung zu bringen. Hier habe ich ja diesen Gummi abgenommen. Den werde ich jetzt wieder anbringen. Also das ist wirklich eine sehr unangenehme Geschichte, den Ölfilter da rauszubekommen. Auch allgemein muss ich sagen, also beim Auspuff war ich ja sehr überrascht, wie gut das hier am Audi ging. Und auch ansonsten, gut, mit den Luftfilterkästen ist es natürlich wenig Platz, aber es ging. Aber der Ölwechsel, muss ich sagen, also finde ich bei BMW deutlich angenehmer. Zumal hat ja BMW eine spezifische Öffnung, zumindest an den BMW-Fahrzeugen, die ich jetzt kenne, eine spezifische Öffnung, um eben die Ölablassschraube erreichen zu können. Das heißt, da muss man nichts groß abbauen. Und auch für den Ölfilter hier vorne bei BMW kommt man da immer sehr gut ran. Finde ich echt gut. Also ist jetzt im Vergleich zumindest für mich deutlich besser. Aber so hat halt jeder Hersteller so seine Kleinigkeiten. So, jetzt schaue ich, dass ich hier den Entlüftungsschlauch wieder einklipse, denn der muss hier aus dem Weg, sonst kann die Abdeckung für die Ansaugbrücke nicht richtig hier drauf. Ja, so. So, die sitzt auch wieder. Das war also das heutige Video zum Thema Ölwechsel am Audi. Wie gesagt, ich werde jetzt morgen oder übermorgen nochmal kontrollieren, den Ölstand, denn ja, so hundertprozentig zufrieden war ich jetzt nicht, aber für die erste Fahrt sollte das in Ordnung sein. Dann kontrolliere ich nochmal und dann denke ich, passt das. Also es sind jetzt hier problemlos 10 Liter reingegangen, sogar ein bisschen mehr, was mich ein bisschen irritiert hat, aber so ist das eben. Genau, also ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao. So, und jetzt, nachdem wir uns das Öl angeguckt haben, ist ja hier noch auf der To-Do-Liste das Ganze hier wieder in Ordnung zu bringen. Hier habe ich ja diesen Gummi abgenommen. Den werde ich jetzt wieder anbringen. Also das ist wirklich eine sehr unangenehme Geschichte, den Ölfilter da rauszubekommen. Auch allgemein muss ich sagen, also beim Auspuff war ich ja sehr überrascht, wie gut das hier am Audi ging. Und auch ansonsten, gut, mit den Luftfilterkästen ist es natürlich wenig Platz, aber es ging. Aber der Ölwechsel, muss ich sagen, also finde ich bei BMW deutlich angenehmer. Zumal hat ja BMW eine spezifische Öffnung, zumindest an den BMW-Fahrzeugen, die ich jetzt kenne, eine spezifische Öffnung, um eben die Ölablassschraube erreichen zu können. Das heißt, da muss man nichts groß abbauen. Und auch für den Ölfilter hier vorne bei BMW kommt man da immer sehr gut ran. Finde ich echt gut. Also ist jetzt im Vergleich zumindest für mich deutlich besser. Aber so hat halt jeder Hersteller so seine Kleinigkeiten. So, jetzt schaue ich, dass ich hier den Entlüftungsschlauch wieder einklipse, denn der muss hier aus dem Weg, sonst kann die Abdeckung für die Ansaugbrücke nicht richtig hier drauf. Ja, so. So, die sitzt auch wieder. Somit sind wir jetzt hiermit durch. Das war also das heutige Video zum Thema Ölwechsel am Audi. Wie gesagt, ich werde jetzt
morgen oder übermorgen nochmal kontrollieren, den Ölstand, denn ja, so hundertprozentig zufrieden war ich jetzt nicht, aber für die erste Fahrt sollte das in Ordnung sein. Dann kontrolliere ich nochmal und dann denke ich, passt das. Also es sind jetzt hier problemlos 10 Liter reingegangen, sogar ein bisschen mehr, was mich ein bisschen irritiert hat, aber so ist das eben. Genau, also ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.